Hallo zusammen, kennt ihr den Flying Geese Block? Wahrscheinlich. Aber wie ist er aufgebaut? Wo können wir ihn einsetzen? Und wie können wir ihn konstruieren, ohne dass wir irgendwelche Hilfsvorlagen haben? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Wie ist unser Flying Geese denn aufgebaut? Wir starten mit einem Rechteck, das doppelt so breit wie hoch ist. Von dem Rechteck ermitteln wir den mittleren Punkt und schneiden von der äußeren Ecke zum mittleren Punkt an beiden Seiten. Das Ganze sieht dann so aus. Wenn wir Flying Geese für unseren Patchwork-Block gebrauchen wollen, entwickeln wir das Ganze aus einem Quadrat. Die Größe des Quadrats ist dabei völlig egal. Wir nehmen unser Quadrat, wir schneiden das in der Mitte durch. Dieses Quadrat ist 15 x 15 cm, also schneide ich bei 7,5 einmal quer. Von unserem Rechteck ermitteln wir die Mitte. Die liegt bei 7,5 cm. Die zeichnen wir ein und wir schneiden nun von der unteren Ecke bis zur eingezeichneten Linie einmal durch. An beiden Seiten. Unser Rechteck, unser Zuschnitt, das Ganze machen wir aus zwei Farben, unser Flying Geese. Wenn wir zwei Flying Geese zusammensetzen, erhalten wir ein Quadrat. Unser Flying Geese können wir in jeder Quadratgröße zuschneiden. Wenn wir unser Flying Geese so vorbereitet haben, erhalten wir die Form in Originalgröße ohne Nahtzugabe. Unser Flying Geese lässt sich überall da einsetzen, wo wir ein Quadrat vorfinden oder ein Rechteck, das doppelt so lang wie breit ist. Wir können Flying Geese frei gestalten und wir können sie auch in schon vorhandene Blöcke setzen. Hier einmal bei der Jakobsleiter. Anstelle unseres Vorpatch können wir zwei Flying Geese einsetzen. Und wir erhalten einen neuen Block. Bei unserem nächsten Block können wir zum Beispiel einfach nur das Rechteck ersetzen. Und unser Block hat sich in der Wirkung sehr verändert. Flying Geese folgen vom Aufbau einer geraden Linie. Sie lassen sich nicht quer zur Achse setzen. Wenn wir uns einmal den Maple Leaf Block anschauen, der ist quer zur Achse aufgebaut. Wenn wir hier jetzt Flying Geese einsetzen, so folgt der Flying Geese Block der geraden Linie. Wir können die Flying Geese nicht quer setzen. So ist der Block nicht aufgebaut. Wir können sie nur gerade setzen und gerade stören sie die Gesamtlinie. Das gleiche passiert bei dem nächsten Block. Bei dem Old Maid's Puzzle treffen sich alle Linien zur Mitte. Alles orientiert sich zur Mitte. Es ist also wieder quer. Wenn wir hier nun unsere Flying Geese einsetzen, ändern wir den kompletten Aufbau des Blocks. Die beiden ursprünglichen Elemente wandern zur Mitte und unsere dazugesetzten Flying Geese wandern unabhängig von der Mitte in einer geraden Linie. Ihr könnt jedes Quadrat oder jedes Rechteck, das doppelt so lang wie hoch ist, gegen Flying Geese austauschen. Nur schaut vorher, ob ihr damit den Block zerstört oder ob ihr damit einen neuen Block schafft. Flying Geese eignen sich hervorragend, um den Rand zu gestalten. Wir können Flying Geese aber auch einsetzen, um Blöcke voneinander zu trennen, als Hashing. Unsere Flying Geese, die wir hier eingesetzt haben, sind alle ohne Nahtzugabe. Wenn wir unseren Block nun zuschneiden möchten, achten wir darauf, dass wir die Nahtzugabe dazugeben. Das machen wir mal. Um unser Flying Geese zuzuschneiden, brauchen wir zwei Stoffe. Aus dem hellen Stoff möchte ich mein großes Dreieck und aus dem dunkleren Stoff mein kleines Dreieck zuschneiden. Ich wähle einen Ausschnitt, lege mein Dreieck auf und schneide das Ganze nun mit einer Nahtzugabe zu. Wenn ich das oft zuschneiden möchte, fertige ich mir eine Schablone an. Um es jetzt hier einmal zuzuschneiden, nehme ich einfach mein Papier. Wir schneiden zu mit einem Viertel Inch Nahtzugabe oder mit 0,5 cm. Ich wähle 0,5 cm und lege also meinen halben Zentimeter, meine halb Zentimeter Maßangabe genau an die Kante meines Dreiecks. Und das Ganze schneide ich einmal zu. An jeder Seite gebe ich 0,5 cm Nahtzugabe dazu und schneide einmal rundherum. Mein großes Dreieck. Aus meinem dunklen Stoff schneide ich zwei kleinere Dreiecke zu. Auch hier schneide ich wieder mit 0,5 cm Nahtzugabe zu. Rundherum.
So schaut das Ganze nun aus. Das möchten wir nun an der Nähmaschine zusammennähen. Wir sehen uns also an der Nähmaschine wieder. Wir haben unseren Flying Geese Block vorbereitet. Wir haben ihn mit einer Nahtzugabe von 0,5 cm zugeschnitten und nun möchten wir ihn an unserer Maschine nähen. Dazu habe ich mir eine Vorlage einmal unter die Maschine geschoben. Wie ihr diese Vorlage erstellen könnt, seht ihr in dem Video, das ich euch hier eingeblendet habe. Wir legen los. Unsere Mittellinie zeigt uns genau die Position zur Nadel. Unsere beiden Außenlinien haben einen halben Zentimeter Abstand zur Mittellinie. Durch diese Hilfslinien kann ich mit einem ganz normalen Standardnähfuß nähen. Wir haben unser großes Dreieck mit einer Nahtzugabe und unser kleineres Dreieck mit einer Nahtzugabe zugeschnitten. Wir entfernen die Vorlage und wir legen beide Stoffe übereinander. Unsere schwarze Linie setzt sich genau in unser kleines V. Und unsere übereinander gelegten Nahtzugaben schließen genau mit der roten Linie ab. So schieben wir das unter unsere Nähmaschine und nähen mit einem kleinen Stich, ich habe etwa 1,5 gewählt, einmal unsere Naht ab. Wir führen den Stoff genau an unserer roten Linie entlang. Bis zum Ende durch. Hier angekommen, schlagen wir unser umgeschlagenes Dreieck zurück. Unsere Nahtzugabe läuft nach außen. Gehe einmal mit dem Fingernagel lang, wir können das auch bügeln. So schaut das Ganze aus. Ich nehme mein zweites Stoffstück dazu. Dieses Stoffstück lege ich wieder über meine Mitte, über mein großes Dreieck. Lege das Ganze gerade an und richte das wieder nach meinen 3 Linien aus. Unser schwarzer Streifen zeigt genau in unser gebildetes V. Unsere Nahtzugabe läuft parallel zur roten Linie und beide Stofflagen liegen exakt aufeinander. Tun sie das? Das tun sie. Wenn wir das haben, dann nähen wir das Ganze einmal ab. Halten unsere Fäden zurück. Wo sind sie denn? Da. So, schieben das unter unsere Nähmaschine und wir nähen los. Holen das Ganze wieder unter unserer Nähmaschine hervor. Unsere Nahtzugabe läuft nach außen, unser Dreieck schieben wir darüber und wir können das einmal mit dem Finger einpressen. Und siehe da, wir haben genau die richtige Nahtzugabe, die wir gerne brauchen. Wenn wir das jetzt nachmessen, haben wir hier einen halben Zentimeter. Unsere Ohren, die schneiden wir ab und das Ganze schauen wir uns nur noch einmal groß an. Dieser Flying Geese Block wird das Mittelstück für Stuhlkissen für meine Gartenmöbel. Mit dem Stuhlkissen geht es am kommenden Samstag weiter. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr seid am kommenden Samstag wieder dabei. Bis dahin seid gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!